Vor dem Beginn unseres Auslandssemesters in Ohio haben mein Studienfreund Raphael und ich eine Reise nach Kalifornien gemacht. Wir haben Leipzig hinter uns gelassen und sind nach Los Angeles geflogen. Wir haben ein paar Tage in der Stadt verbracht und haben dann Silvester bei Freunden in Palm Springs gefeiert. Dort haben wir uns ein Auto ausgeliehen, um die Küste hoch nach San Francisco zu fahren. Unser Abenteuer-Roadtrip konnte losgehen. Im Moment sind wir hier gerade vor Walmart. Raphael, wie war deine erste Erfahrung bei Walmart? Das Obstregal war im Vergleich zu dem Süßigkeitenregal um das 10-fache kleiner. Immerhin konnte ich meine Hose auf der Toilette wechseln, die ich dann sehr stolz bei Walmart erstanden hatte, nachdem heute Morgen wir festgestellt haben, dass ich ungefähr einen 20 cm Grundriss über meinem Arsch habe. Ja, du siehst sehr amerikanisch damit aus. Yeah. Wirklich. Super. Ja. Und das hier ist unser Auto und wir fahren jetzt los. Yay! Haben wir es jetzt also nach Santa Barbara geschafft und wir gucken uns hier mal ein bisschen um. Besonders schön finde ich auch hier, weil wir ja gerade so nach Weihnachten da sind, dass diese ganzen Palmen und die ganzen Bäume, seht ihr vielleicht so im Hintergrund, die sind alle mit Lichterketten eingewickelt. Das gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Santa Barbara sind wir dann noch ein Stückchen weitergefahren nach Lompoc, California. Eine Town, von der ich noch nie zuvor gehört hatte. Aber jetzt schlafen wir hier. Okay. Welcome to our crib. Here's a TV, there's some other things back there's a bathroom. There's a Raphael. Hi. No one will know that he's not wearing pants. Wunderschönen guten Morgen. Es ist Tag 2 unseres Roadtrips nach San Francisco. Wir sind jetzt hier in Lompoc immer noch. Thank you, Mr. Pickup Truck. That's nice of you. Wir sind immer noch in Lompoc und laufen gerade zu einer der ersten Missionen, die in Kalifornien entstanden sind. Also wie ihr gerade gesehen habt, hier gibt es sehr, sehr viele gefährliche Tiere und Pflanzen. Dies könnte das Letzte sein, was ihr je von uns hört, aber wir werden trotzdem jetzt sehr mutig sein und uns in diesen Park begeben. Fertig mit unserer Tour vom State Historic Park. Es hat mir sehr gut gefallen. Wir haben das alles sehr schön rekonstruiert und ja, ist auch sehr malerisch gelegen hier. Was hast du, Raphael? Wie hat es dir gefallen? Super. Aussieht, haben wir mal eben die größte Düne aller Zeiten gefunden. Es ist jetzt ein bisschen so, als wären wir verloren in der Wüste. Ob wir wohl jemals das Meer sehen werden?
endlich geschafft. Wir sind am Strand. Und es ist wohl ein typisch amerikanischer Strand. Weil die ist alles voll mit Reifenspuren. Es ist auch ziemlich laut, voll viel Verkehr. Ganz viele mit so Beachbuggies und Quads. Und hier parken auch Wohnmobile gleich am Strand. Also ich weiß nicht, ob ich das so toll finden kann. Das war ja eine lustige Dünentour. Hat etwas länger gedauert als gedacht. Die Entfernungen sind schwierig einzuschätzen auf so einer Düne. Und jetzt sind wir zurück an unserem kleinen Auto und fahren weiter. These feet have carried me as far as I will go, across the field to where the wind had ceased to blow. That day when sorrow filled the air and all the blackbirds scattered everywhere, and you had gone as far as you would go. Guten Morgen, wir sind wieder on the road. Gestern haben wir übernachtet in Morro Bay, so eine kleine Küstenstadt, in einer schönen Bucht gelegen. Scheint sehr beliebt bei Surfern zu sein. Es hat uns jedenfalls sehr gut da gefallen. Wir haben abends wunderbar mexikanisch gegessen im Taco-Tempel. Es war sehr, sehr lecker. Wir haben in einem süßen kleinen Motel übernachtet und jetzt sind wir wieder unterwegs auf der California One, der Küstenstraße, dem Küstenhighway. Und wir schauen mal, was wir heute so erleben. And all the blackbirds scattered everywhere, and you had gone as far as you would go. In my reflection, you were staring back at me. My eyes are mirrors of the dreams you used to see, but now I'm fumbling in the dark to where the memories are far apart, and there I lost the forest for the trees. In the gloaming of the day, the words are darkening away. Take another look, there's no more pages in this book. The epilogue was written in the dirt. The story's at an end, it's time to put away my pen and join you by the earth. Okay, wir haben gerade geparkt und wir haben jetzt 15 Minuten, um zum Wasser zu rennen und unsere Bilder zu machen und dann wieder herzukommen. Wünscht uns Glück! Ah! There was a tremble in the marrow of my Yay, haben's geschafft! Success! Jetzt geht's weiter. megaphone through the bellow and the bluster. I was shaking, I was flustered with a body full of star-crossed chromosomes. And through the clamor there emerged a single voice, a familiar sound I hadn't heard since. Nach unserer wirklich malerischen Küstentour sind wir jetzt in Monterey gelandet. Genau. Wir schauen uns jetzt ein bisschen hier die Stadt an und dann geht es weiter nach Santa Cruz. Da schlafen wir dann. Sollte ein weiterer schöner kleiner Küstenort sein. So carefree and so wild. Take another look. There's no more pages in this book. Wir haben jetzt hier eine Frozen Banana mit Nüssen gekauft und die von euch, die Arrested Development gucken, wissen, warum das so unglaublich toll ist. Wegen dem Bluth Frozen Banana Stand. Und werde die jetzt mal probieren. Ist gut, aber irgendwie merkwürdig. Ich glaube auch nicht.
Unbeschreiblich. The story's at an end. It's time to put away my pen. Es ist der letzte Morgen unseres Roadtrips und wir sind jetzt in Silicon Valley. Wir schauen uns jetzt Microsoft, Google, YouTube und Co. an. Wir sind nämlich beide ziemliche Fangirls und Fanboys und ja, sind schon ganz aufgeregt. Gerade hinter uns ist Microsoft und jetzt kommen noch die ganzen anderen. Direkt vor dem YouTube-Gebäude in St. Bruno. Hier ist es, wo sie die Seite gemacht haben, die wir alle lieben. Beziehungsweise hier ist es auch, wo sie die Seite ruinieren, die wir alle lieben. Google! Und wir sind zurück auf dem Highway und haben jetzt unsere letzten Kilometer vor uns bis San Francisco. Wir sind in San Francisco. Woohoo. Was sagst du dazu, Raphael? Awesome! Endlich nicht mehr stundenlang am Steuer sitzen. Genau, wir bringen nämlich gleich unser Auto zurück und dann erkunden wir morgen San Francisco wieder mit öffentlichen Verkehrsmitteln und zu Fuß. Aber dieses Video ist jetzt hier erstmal zu Ende und ja, dann sage ich einfach mal, passt auf euch auf, vergesst nicht zu lächeln und bis zum nächsten Mal.